Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video in Vorbereitung auf den kommenden FWC-Server. Und ich wurde jetzt sehr oft danach gefragt, also ich bin eigentlich kein so großer Fan von solchen Rankings und bitte nehmt das jetzt hier auch nicht für bare Münze, weil ich sage immer wieder, aktuell gibt es kein Damage-Ranking, auf das wir uns beziehen können, mit Best-in-Slot-Equipment, alles Ultimate plus 10 und so weiter. Und soweit ich weiß, gibt es auch leider kein Simulationsprogramm. Wäre ich geil, wenn es mal einer schreiben könnte. Aber ich fürchte, das könnten wahrscheinlich nur die Entwickler, in denen man wirklich alles einfach durchtesten kann. Trotzdem gebe ich heute mal so meine Rankings ab, die ja aber auch letztendlich euch gar nicht wirklich beeinflussen soll, weil das Wichtigste ist wirklich, spielt einfach, worauf ihr Lust habt. Das ist das Wichtigste. Vollkommen egal, was etwas kostet, wer oder was den meisten Schaden macht, spielt keine Rolle. Ich habe 3 Rankings für euch. Ein Kostenranking, das sehen wir jetzt gerade schon, ein PvE-Damage-Ranking für 1v1 und ein PvE-Damage-Ranking für AOE. Und das ist im Endeffekt die 3 Kategorien, die uns hier wahrscheinlich am meisten interessieren. PvP interessiert mich persönlich überhaupt nicht und ich habe auch überhaupt keine Ahnung davon, deswegen probiere ich es gar nicht erst. Nicht, dass ich von anderen Sachen mehr Ahnung hätte, aber da weiß ich zumindest ein paar Sachen. Also, Kostenranking, siehe vor allem Beliebtheits-Global-Ranking für Best-in-Slot-Equipment. Also, das ist jetzt im Endeffekt auch meine Prediction letztendlich, was am teuersten sein wird. Und bezieht sich halt vor allem auch auf die aktuelle Beliebtheit auf den Servern. Da mache ich ja immer einmal im Monat ein Video, wo wir uns angucken, welche Klassen am häufigsten vertreten sind in den jeweiligen Top 1000. Und das hier plus natürlich die Klassen an sich beeinflussen das Ganze. Es ist jetzt aber nicht einfach nur das Beliebtheitsranking, weil sonst wäre Slayer nicht auf Platz 1 und Templar nicht auf Platz 6. Warum ist Slayer auf Platz 1, obwohl er aktuell nicht die beliebteste Klasse ist? Naja, weil er 2 Waffen braucht. Und naja, logischerweise, das heißt, selbst wenn er der 2. oder 3. beliebteste ist, braucht er 2 Waffen und ist damit der teuerste für Best in Slot. Also das wären in dem Fall zweimal Butchers Carnage. Seraph, leider unfassbar teuer. Ja, letztes Jahr haben wir es gesehen beim FEC-Server, was ein Stick of Harness so kosten kann oder was der einfach kostet. Auch das Set aus Wilds war mit Abstand das teuerste. Es ist sehr anstrengend, an Seraph auszurüsten, vor allem wenn es nur dein 2. Charakter ist. Also leider extrem hohe Kosten mit so einem richtig gut ausgerüsteten Seraphen verbunden. Und dann, jetzt aufpassen, Crack-Shooter. Warum ist Crack-Shooter vor Mentalist und Arcanist? Weil es werden wahrscheinlich viele Leute sagen, stopp! Wir reden hier von Best-in-Slot-Equipment und ein Dragon's Reign wird höchstwahrscheinlich teurer sein als ein Harness Wand oder ein Harness Duff. Ob das so bleiben wird, wie gesagt, das ist im Endeffekt meine Prediction einfach, also meine Vorhersage. Ob das wirklich so eintritt, muss man mal gucken. Aber rein von der Wertigkeit her ist ein Dragon's Reign, den ein Crack-Shooter für Best-in-Slot-Equipment braucht, eigentlich mehr wert als ein Harness Wand oder Stuff. Wie die Preise dann wirklich sein werden, schwer zu sagen. Das sehen wir, aber für gewöhnlich sollte das eigentlich so sein. Ja, Mentalist, Arcanist, also ich meine, gut, wir gehen jetzt hier natürlich von AOE aus, weil für gewöhnlich machen Arcanist und Mentalist hauptsächlich AOE. Sind die Kosten ähnlich. Letztes Jahr war der Mentalist tatsächlich teurer, also der Psy. Waren aber beide unfassbar teuer, also Harness-Stuff und Wand waren beide sehr, sehr teuer. Und deswegen habe ich es jetzt hier auch über den Templar gestellt. Templar ist für mich so ein bisschen schwer vorherzusagen, weil er ist zwar saubeliebt, aber dadurch, dass er so unfassbar viele Waffen hat, Big Axe, Big Sword und Schwert und Schild, gleicht sich das halt doch relativ stark aus. Und aktuell ist die Annahme in der Community, dass Schwert und Schild und Two-Hand-Axe effektiv gleich stark sind oder fast ebenbürtig. Also so wenig Unterschied wie noch nie zuvor ungefähr. Und das bedeutet halt, im Endeffekt hat man freie Waffenwahl, also außer das Big Sword, das will immer noch kein Mensch haben und keiner weiß, warum es existiert. Aber du hast auf jeden Fall 2 Möglichkeiten und das halbiert letztendlich die Kosten. Weil jeder Knight braucht nur eine Waffe, egal was du spielst. Logischerweise ist er damit deutlich günstiger, obwohl er auch natürlich Anku-Waffen tragen wird. Ja, und dann Forcemaster und Harlequin habe ich jetzt mal so hingeschrieben, einfach weil der Forcemaster halt auch 2 Waffen braucht, ja. Knuckle und Schild. Schild ist zwar technisch gesehen keine Waffe. Und ich beziehe mich halt in dem Fall weiterhin aufs Beliebtheitsranking. Und im Beliebtheitsranking ist Harlequin letzter und Forcemaster ist vorletzter.
Und das rechtfertigt letztendlich hier dieses Ranking. Das heißt, das ist jetzt vor allem durch die aktuelle Lage beeinflusst, die sich aber auf dem FEC durchaus ändern kann. Ich persönlich bezweifle aber, dass sich jetzt grundlegend wirklich was ändert. Also egal wie stark Harlequin ist, und ich bin ja selber einer, der sagt, dass Harlequin sehr stark ist, ich bezweifle halt, dass er teurer wird als ein Crackshot oder Seraph, weil Seraph und Crackshot sind einfach unfassbar beliebte Klassen und Harlequin ist halt unfassbar unbeliebt und deswegen ist das so meine aktuelle Position. Ganz wichtig hier halt einfach zu verstehen, ich kann nichts ranken, was auch nicht existiert. Also der FEC, den gibt es noch gar nicht. Also kann man nur etwas ranken, was auch aktuell existiert, beziehungsweise mit dem Vorwissen vom letzten Jahr. Und das wäre halt dann auch wirklich Ende des FEC-Servers, logischerweise nicht der Anfang. Also, weil am Anfang sind halt kurzfristige Preisexplosionen immer möglich, aber letztendlich sind ja die Preise entscheidend, wie sie dann wirklich langfristig entstehen und nicht nur ein Verkauf, der den Preis extrem nach oben schießen lässt. Das ist ja nicht relevant langfristig. Gut. Dann kommen wir zum 1v1 PvE Damage Ranking. Wie gesagt, das existiert nicht. Also ein offizielles, auf das ich mich beziehen kann. Allerdings haben wir hier Erfahrungswerte aus den letzten Jahren plus Tests vom PTS-Server haben wir auch gemacht. Und da war ja das Ergebnis letztendlich Slayer und Harlequin haben sich um Platz 1 gebettelt. Harlequin hatte echt starke Skills, die ihn vor allem für einen kurzen Zeitraum extrem stark machen. Die haben dann aber leider eine gewisse Off-Time. Wenn Harlequins Skills immer aktiv wären, dann wäre er wahrscheinlich fast ebenbürtig mit dem Slayer. Naja, aber sind sie halt nicht. Also sie haben doch relativ lange Downtimes. Und in diesen Downtimes sinkt der durchschnittliche Schaden von dem Harlequin dann doch wieder deutlich gegenüber dem Slayer. Also Slayer bleibt und ist die unangefochtene Nummer 1. Auch Platz 8 würde ich sagen, ist relativ klar Seraph. Arcanist ist tatsächlich relativ stark. Also mit Arcanist kann man mittlerweile mit Top-Tier-Equipment richtig guten 1v1-Damage machen. Mentalist eigentlich auch. Kann aber natürlich jetzt hier nicht wirklich mithalten mit Slayer, Harlequin, Templar etc. Aber Arcanist und Mentalist tatsächlich mittlerweile richtig guter 1v1-Damage auch möglich. Genau, dann Templar auf Platz 3, Force Master Platz 4 und Crackshooter Platz 5. Im Endeffekt hat sich da nichts geändert. Wie gesagt, offizielles 1v1-Damage-Ranking haben wir leider nicht. Ob wir das jemals kriegen, ich fürchte nicht. Schön wäre es schon. Und dann zu guter Letzt das AOE PvE Damage Ranking. Hier jetzt Vorsicht, weil ich habe jetzt 2, 1, 2, 3, 4, 5 bla bla geschrieben. Für mich sind aber mehrere eigentlich sehr ebenbürtig oder fast gleich auf, ehrlich gesagt. Also Mentalist und Arcanist, direkt das beste Beispiel. Also meiner Meinung nach passt zwischen die beiden kein Blatt Papier. Auch wenn ich sehr stark pro Arcanist, pro Elementor bin, sage ich immer eigentlich, wenn mich jemand fragt, was besser ist, dass es eigentlich gleich gut ist im Late Game, im Endgame, AOE Damage technisch, wo man sich einfach für das entscheiden soll, was man eher spielen will. Und ähnlich ist es auch hier zum Beispiel. Also ich habe mir jetzt unfassbar schwer getan, tatsächlich bei Seraph und Slayer, weil Slayer hat halt den Vorteil mit Blade Dance, dass er doppelt Waterbomb, also generell, dass er 2 Waffen hat. Ist wie immer ein Vorteil. Und sein AOE-Skill hittet auch dann direkt noch 2-mal, also Blade Dance. Also es ist wieder mal... Blade ist einfach unfair, kann man nicht anders sagen. Also ich finde das Mittelfeld beim AOE PvE Damage sehr schwierig einzuordnen. Auch der neue Crackshooter mit seinem neuen Action Speed und seinem neuen Skill ist alles nicht schlecht, habe ich bisher aber tatsächlich eigentlich nichts wirklich Positives darüber gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Von wem ich sehr viel Positives gehört habe, ist Force Master. Ich habe auch mal ein Video angeguckt, wie der AOE levelt bei Tyrehass. Ich fand es persönlich immer noch wesentlich schlechter von dem, was ich gesehen habe als Mentalist und Arcanist. Viele haben es richtig gehypt. Wurde seitdem aber leider auch nochmal ein bisschen genervt. Also seitdem ich das Video gesehen habe zumindest. Ist auch schon ein paar Monate her. Und ja, so entsteht im Endeffekt diese Rangliste. Im Endeffekt kann man sagen, spielt irgendeine von diesen Klassen im Endgame wirklich als AOE? Tatsächlich eher nicht. Also ich habe noch keinen einzigen AOE Harlequin gesehen. Ich habe noch keinen einzigen AOE Templar gesehen. Ich habe noch keinen einzigen AOE Slayer gesehen. Ich habe tatsächlich auch noch keinen Force Master gesehen. Also wirklich in-game gesehen. Deswegen ist halt die Frage, wie relevant dieses Ranking wirklich ist, weil diese Klassen werden halt zum Großteil einfach nicht AOE gespielt. Also selbst einen Crackshooter habe ich zwar gesehen, aber auch wirklich wenig. Wen du siehst, AOE, ist Mentalist, Arcanist und Seraph.
alle anderen spielen im Late Game. Und ich meine, das erkennt man dann schon durch die Klassenbezeichnung, dass ich hier nicht von Psykeeper Elementor rede. Wir reden hier wirklich vom Endgame. Und ja, das ist so das Ranking, das sowohl aus meinen persönlichen Erfahrungen als auch auf meinen Beobachtungen basiert und auch auf den Tests vom PTS-Server. Ich habe da auch die neuen AOE-Skills getestet, die ja leider nicht wirklich so überzeugend waren, größtenteils, muss ich sagen. Also vor allem von Slayer, die haben mir nicht wirklich gefallen, muss ich sagen. Templar und Harlequin, naja. Also alles in allem muss ich sagen, die AOE-Spielbarkeit von den meisten Klassen ist schon eher madig. Auch grundsätzlich das gesamte Konstrukt, dass eigentlich der komplette AOE-Schaden der Meinung von vielen nach zumindest aus Waterbomb kommen soll oder aus Waterbomb kommt. Auch das finde ich ist ehrlich gesagt ziemlich bescheuert. Und ja, also ich finde persönlich, die AOE-Szene ist sehr schlecht momentan. Waterbomb, denke ich, hat da auch wirklich nichts Gutes eigentlich getan. Ich denke, Waterbomb hat es halt noch schlechter gemacht, weil im Endeffekt sorgt Waterbomb dafür, dass keine andere Klasse mehr jemals gute AOE-Skills bekommt, außer Arcanist, Mentalist. Weil man halt sagt, naja, Obacht, wenn du jetzt denen allen saustarke AOE-Skills gibt, dann sind die ja plötzlich genauso gut wie Mentalist und Arcanist oder so vielleicht sogar noch stärker. Und das kann ja nicht sein. Dann nimmst du den beiden das Einzige weg, was sie einzigartig macht oder was sie extrem gut können. Und das geht halt nicht. Und ja, also AOE, PvE kann man ganz ehrlich sagen, wenn du nicht Mentalist und Arcanist spielen wirst oder willst, dann wirst du langfristig vermutlich auch kein AOE spielen. Einzige Ausnahme ist der Raf, aber ansonsten eher unwahrscheinlich. Und das wird ja auch schon seit Ewigkeiten eigentlich so einkategorisiert. Harlequin, Templar, Crackshooter, Slayer, Forcemaster sind eigentlich so die klassischen 1v1-Klassen und die klassischen AOE-Klassen sind die anderen drei. Forcemaster, zugegebenermaßen, der ist jetzt neu dazugekommen. Der, sag ich mal, hat schon seinen Platz jetzt verdient. Aber ja, trotzdem letztendlich, also vor allem Slayer ist das perfekte Beispiel. Slayer AOE-Damage ist eigentlich Trash. Aber durch Waterbomb, dadurch, dass er ein Skill doppelt triggert, dadurch, dass er 2 Waffen haben kann, wird es so krass hochgepusht, dass er einfach besser ist als wieder einige andere Klassen. Genau. Aber ja, das war so meine aktuelle Bewertung der Klassen in den verschiedenen Kategorien AOE, PvE, PvE 1v1 und dann auch einfach aufgrund des Best-in-Slot-Equipments. Genau. Best-in-Slot-Equipment hier natürlich für 1v1 beziehungsweise für die beste Damage-Alternative, also Mentalist, Arcanist, habe ich gleich vorhin nicht dazu gesagt, sind hier natürlich als AOE-Damage ausgerüstet und die anderen als 1v1-Damage, beziehungsweise Serapha, das klassischer Supporter. Theoretisch, wenn du jetzt hier noch Templar Tank nehmen würdest, den Templar Tank könnte man wahrscheinlich eher hier irgendwo einkategorisieren, weil das 180er-Set wird unfassbar teuer sein wahrscheinlich am Anfang, wenn du den Templar Tank ausrüsten wollen würdest. Der wird wahrscheinlich, also wird safe mehr kosten als Mentalist und Arcanist, zumindest vom Set her. Oder vielleicht auch nicht, ja, das ist ja alles diese Prediction. Also dieses Kostenranking, ich weiß nicht, wie viel euch das bringt, aber es wird leider sehr oft gefragt und jetzt in diesem Video eben meine Antwort bzw. Voraussage. Ich sag danke euch fürs Zuschauen, ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und ich hoffe wie immer, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Schaut doch gerne in den Livestreams vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.